Heute in Classic Ride. Deutsche Kultklassiker der 70er Jahre. Mercedes 280e. Ein Strich 8 mit außergewöhnlicher Ausstattung. Die weltweit erste Limousine mit einem Kreiskolbenmotor. Mit dem Ro 80 greift NSU nach den Sternen. Und VW Käfer im 70er-Jahre-Look und zeitgenössischem Tuning. 90 PS und 180 Spitze versprechen Fahrspaß ohne Ende. Der gute Stern auf allen Straßen. Ein Werbespruch von Mercedes, den viele vor allen Dingen mit diesem Typ in Verbindung bringen. Der Mercedes-8 findet Verbreitung auf der ganzen Welt. Das Spitzenmodell der intern W114 genannten Baureihe, der Mercedes 280e. (1972) erscheint als Krönung der Baureihe die 280e Limousine. Die meisten Strich-8er tragen einen Vierzylinder unter der Haube. Für den 280er entscheidet sich die Kundschaft, der eine S-Klasse zu dick aufträgt. Der 280er dagegen zählt Anfang der 70er zu den schnellsten Limousinen auf den deutschen Straßen. Der neu entwickelte Sechszylinder mit 2,8 Litern leistet im Strich 8 185 PS. Damit knackt die Limousine die magische 200-Kilometer-Marke. Autoenthusiast und Benz-Besitzer Markus Diamant ist mit Leib und Seele Mercedes-Mann. Mercedes ist meine Marke, weil es das grundsätzlich das beste Auto ist, das vom Erfinder des Automobils gebaut wird. Form folgt Funktion, keine neumodischen Spielereien, zeitloses Design, erstklassige, robuste Technik. Und man sieht ja, dass man heute noch Autos fahren kann, die bis zu 100 Jahre alt sind und die, wenn technisch in Ordnung sind, einwandfrei fahren. Das kann man nicht von allzu vielen Marken heute behaupten. Mitte der 60er Jahre entwickeln die Stuttgarter eine Baureihe, angesiedelt unterhalb der repräsentativen S-Klasse. Die Baureihe W114 und 115. Die Verantwortlichen legen den Fokus auf gute Qualität, Langlebigkeit und hohe passive Sicherheit. Zur Verfügung stehen Benzin- und Dieselmotoren mit einer Leistung von asthmatischen 54 PS bis hin zum 185 PS starken Sechszylinder Benziner. Der wegen seinem Erscheinungsjahr von 1968 genannte Strich 8 entwickelt sich zum absoluten Erfolgsmodell. Er erreicht mit knapp 2 Millionen gebauten Exemplaren annähernd die gleiche Stückzahl wie alle Nachkriegs-Mercedes-Pkw vor ihm. Nach dem modischen Heckflossendesign des Vorgängers kehrt beim Entwurf des W114 wieder Sachlichkeit ein. Selbst im letzten Modelljahr 1976 wirkt die Limousine noch nicht altbacken. Nur die zahlreiche Verwendung von Chrom-Applikationen lässt auf das Alter des Konzeptes schließen. Die ersten Jahrgänge tragen noch die glatten Rücklichtgläser und verchromte Radzierdeckel. Aluräder kosten Aufpreis. Der Strich 8 zählte bei seinem Erscheinen zu den sichersten Fahrzeugen der Welt. Alle Mercedes-Benz-Pkw sind nach diesem Prinzip gebaut. Vorn und hinten stoßnachgiebige Knautschzonen. In der Mitte die steife Sicherheitszone, der Fahrgastraum. Bei einem Aufprall von vorn wird ein Teil der Aufprallenergie durch Verformung der Bugpartie aufgefangen.
Der Passagierraum bleibt bis zu einer bestimmten Aufprallwucht stabil. Der gleiche Vorgang bei einem Heckaufprall. Der Stoß zerknautscht das Heck. Die Sicherheitszelle bleibt funktionsfähig. Die Türen des Fahrgastraumes lassen sich öffnen. Die 4 Merkmale der Mercedes-Benz Sicherheitslenkung. Hinter der Vorderachse liegendes Lenkgetriebe und Teleskoplenksäule verhindern das Hineinstoßen des Lenkgestänges in den Passagierraum. Große Polsterplatte und darunter liegender Pralltopf fangen den Fahrer bei einem Zusammenstoß auf und mildern den Aufprall. Die Besatzung kann sich im Mercedes also sicher aufgehoben fühlen. Und im Falle von Markus Diamants Exemplar genießt sie alle luxuriösen Annehmlichkeiten, inklusive Lederpolster und Klimaanlage. Damals wie heute lässt sich der Hersteller die Extras teuer bezahlen. Das Besondere an diesem Exemplar ist der Pflegezustand, die Laufleistung und vor allen Dingen die Ausstattung. Das Auto ist im Grunde ausgestattet wie eine S-Klasse, hat noch originales Leder, hat Klimaanlage, Fensterheber, Schiebedach. Alles, was damals die Ausstattungsliste hergab. Und das ist praktisch der Wolf im Schafspelz, wenn man so will, weil man das damals den Wagen genannt hat, den Mercedes für den BMW-Fahrer. Weil der Wagen eigentlich sehr leistungsstark ist, aber eben trotzdem das Understatement vor sich herträgt. Der Wagen trägt praktisch auch den Nerz innen. BMW-Fahrer aufgepasst. Hier kommt kein gemütlicher Rentner-Benz daher. Die Fahrleistungen des 280e stünden auch einem Sportwagen der 70er gut zu Gesicht. Die Limousine beschleunigt von 0 auf 100 in 9 Sekunden und erreicht eine Spitze von 200 Stundenkilometern. Bei flotter Fahrweise genehmigt sich der Sechszylinder aber gerne 14 Liter und mehr. Der Strich 8 Mercedes, der wird generell eigentlich eher als Wanderdüne und Bauerndiesel bezeichnet. Hier haben wir aber einen Sechszylinder mit 185 PS, mit einem hervorragenden Fahrwerk. Also die Technik wurde dann bis in die 90er Jahre verwendet. Also der Strich 8 war schon eine Ikone von Mercedes. Ein neu konstruierter Reihen-Sechszylinder mit 2 oben liegenden Nockenwellen krönt die Baureihe. Der Motor gilt als sehr sportlich und fordert Mercedes untypische Drehzahlen. Auch im sportlichen SL und der S-Klasse kommt der 280er zum Einsatz. Noch bis weit in die 90er gehört der W114 ins alltägliche Straßenbild. Das Jammertal der Verbrauchtwagenzeit hatte allerdings schon längst durchschritten. Andere Exemplare in diesem Zustand stehen längst wohlbehütet bei Sammlern. Grundsätzlich ist das Auto schon eher als Sympathieträger zu verstehen. Auf der anderen Seite wird bei näherem Hinsehen dann schon klar, dass es sich um ein besonders edles Exemplar handelt. Und dann bekommt man schon sehr anerkennende Blicke, würde ich sagen. Und diese Antipathien, die ein Benz-Fahrer in der Regel bekommt, bekommst du mit dem Auto nicht. Gepflegte 280er erreichen heute 14.000 € und mehr. Auch deshalb lohnt sich eine Restaurierung von schlechten Exemplaren kaum. Mit vielen Extras versehene Exemplare wie das von Markus Diamant dürften erheblich höher notieren. Klassische Benz-Fans sind eben auch Ausstattungsfetischisten. Dieser Wagen spricht dagegen die Technikfreaks an. 1967 ist diese aerodynamisch geformte Limousine der Star auf der IAA in Frankfurt am Main. Der NSU RO 80. Der Traditionshersteller NSU
stellt nicht nur im Hinblick auf das Design, sondern auch im Hinblick auf die Technik ein völlig neues Auto vor. Beides gehört zusammen, denn die deutliche Keilform mit der stark nach unten gezogenen Frontpartie ist nur durch den Einbau des relativ kleinen Rotationskolbenmotors möglich. Einer, den NSU damals in der sogenannten Sonderentwicklungsabteilung TX mit der Entwicklung von Wankelmotoren betraut, ist Armin Bauder. Ein Zeitzeuge, der sich gerne an dieses Projekt erinnert und der auch gerne über die Vorzüge dieses Antriebskonzeptes spricht. Aus dem ursprünglichen Prinzip des Drehkolbenmotors von Felix Wankel konstruiert NSU schon Mitte der 50er Jahre den Kreiskolbenmotor, der deutlich besser läuft, für den der Name Wankelmotor aber auch erhalten bleibt. Der Wankelmotor ist ja massenausgeglichen. Das ist ein großer Vorteil, während der Hubkolbenmotor ja immer mit dem Ausgleich zu tun hat. Diese Unruhe, die dann da drin ist, die wird ja auch ins Fahrzeug übertragen. Und das war der große Charme. Man spürt gar nichts mehr von Vibrationen. Man fährt einfach ab, schnurrt hier hinten wie ein E-Motor. Und das ist noch einmal ein Vorteil gewesen. Dann war die Leistungsdichte, die man gesagt hat, wir haben da ein Potenzial in der Leistung. Damals waren die Hubkolben auch in der Leistung, in spezifischen Leistung, etwas schwächer. Und das waren so die Argumente, die man hatte. Zudem baut NSU in seinen Ro 80 erstmals einen 115 PS starken Zweischeiben-Wankelmotor ein. Die besondere und wegweisende aerodynamische Form lässt den Wagen mehr als 45 Jahre nach Produktionsstart nicht wie einen betagten Oldtimer aussehen. Sie macht ihn mindestens 20 Jahre jünger, eine halbe Ewigkeit in der automobilen Kulturgeschichte. NSU baut nach dem Krieg und bis zu diesem Zeitpunkt eher kleine Autos. Mit dem Ro 80 wagt sich der Hersteller aber nicht nur an größere Formen, sondern mit diesem Wagen entsteht auch die erste Serienlimousine der Welt mit einem Kreiskolbenmotor. Selbst die damaligen Ingenieure sind mehr als angetan. Ich rede jetzt mal als Zeitzeuge von der Sache. Ja? Also wir waren selber so überrascht. Wir wollten das am Anfang nicht glauben. Jetzt steht da plötzlich ein Fahrzeug der Oberklasse und mit einer so schnittigen Form. Und es sollte ein ganz zugeschnittenes Fahrzeug werden für diesen Motor, für diese kompakten, niedrigen, kleinbauenden und tiefliegenden Motor. Und es ging damals dann auch kein Hubkolben hinein. Damals ist dann auch diese, denke ich, Keilform entstanden, Autos, die sehr gut beim Publikum angekommen ist. Und wenn ich es richtig weiß, ist dann auch der Ro 80 als Auto des Jahres gekürt worden. Es gab da sehr viel Lob dafür von der Presse. Die Leistungsdaten sind zu seiner Zeit mindestens akzeptabel. Der Preis dafür schreckt aber viele ab. Gut 14.500 D-Mark kostet der Ro 80 1967. Dafür kann der große NSU mit seinen inneren Werten punkten. Von Neu- und Zukunftsweisen kann hier zwar nicht die Rede sein, aber alles ist zumindest gefällig und gut verarbeitet. Das Dreispeichenlenkrad mit Pralltopf ist durch die leichtgängige Servolenkung gut bedienbar. Die Musikanlage, sie passt in die Zeit, mehr aber auch nicht. Der Kofferraum fasst 580 Liter und bietet eine Durchlademöglichkeit. Gut geformte Sitze und ein langer Radstand machen das Fahren bequem. Negativ: im Durchschnitt verbraucht der Ro 80 gut 15 Liter. Und das ist in der Zeit der Ölkrise sein Todesurteil.
Ja, zu unserem Leidwesen kam ja dann dieser autofahrfreie Sonntag. Da hat man uns dann wissen lassen, also solche großen Motoren, 170, 180 PS, also wir waren bei 175 damals PS, die braucht man eigentlich gar nicht mehr. Ja, und ja, das hat uns natürlich sehr ins Mark getroffen. Und da war dann schon so, dass wir in der Wankelabteilung eben den Hinweis gekriegt haben, pass mal auf, ihr müsst gucken, dass ihr euch irgendwo eine Arbeit sucht. Er bleibt sein Autoleben lang ein Fahrzeug für Individualisten und Selbstständige. Doch dieser Kreis ist zu klein, um den Ro 80 auf Dauer profitabel zu machen. Bis zum Ende der Produktionszeit 1977, also genau 10 Jahre nach seiner Präsentation auf der IAA, produziert NSU gerade einmal 37.407 Exemplare. Fluch und Segen zugleich ist die Technik des Wankelmotors. Erst bei den letzten Modellen des Ro 80 arbeitet das Aggregat problemlos und erweist sich als sehr robust. Ein innovatives Fahrzeug, aber leider kein Erfolg. Ganz anders dieser Wagen. Eine Ikone, ein Mythos. Der VW Käfer. Dieser orangefarbene Krabbler allerdings verbirgt sein wahres Ich unter der schnuckligen Außenhaut. Wehe, wenn er losgelassen. (1972) beginnt dieser 1200er Sparkäfer sein ganz normales Leben. Wohlbehütet bei einem Kfz-Mechaniker der Mahag, Münchens größtem Volkswagenhändler. Dieser pflegt ihn mehr, als er ihn fährt. Von Anfang an hat der Käfer eine eingefleischte Fangemeinde. Denn er ist anders als herkömmliche Automobile. So fingen die meisten Autos an. In ihrem Innern hatten sie eine Menge komischer Dinge, wie Frontmotoren, Kardanwellen, meterlange Auspuffrohre, Starrachsenblatt oder Schraubenfedern, Wasserkühler, Wasserschläuche, Wasserpumpen, Wasser. Und die meisten Wagen werden heute noch so gebaut. Dieser nicht. Dieser hat einen Heckmotor, direkt an den Antriebsrädern. Deshalb braucht er keine Kardanwelle. Der Heckmotor ist luftgekühlt. Deshalb braucht er statt Wasser nur gute, frische Luft. Die Räder sind einzeln aufgehängt und mit Drehstäben einzeln gefedert. Deshalb braucht er weder Blatt noch Schraubenfedern. Er ging viel später an den Start. Deshalb liegt er so weit vorn. Markus Diamant, Münchner Autoenthusiast und Sammler, übernimmt den Käfer und haucht ihm mit Hilfe von Spezialisten neues Leben ein. Wir tragen sozusagen den Nerz innen und haben uns entschieden, dieses Tuning nach außen nicht zu zeigen. Das Auto ist also alles andere als unfahrbar, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Getriebe eingebaut, das relativ lang übersetzt ist, das diesen 90 PS Motor wunderbar auf die Straße bringt. Das heißt, das Auto fährt nicht allzu aggressiv, ist auch nicht zu kurz übersetzt, so dass man denken könnte, es wäre übermotorisiert. Die Leistungsdaten des Sportkäfers: mit 1,8 Liter Hubraum leistet der Käfermotor satte 90 PS. Spitzentempo dank lang übersetztem Getriebe etwa 180 Stundenkilometer. Die Basis für den Sportkäfer stellt ein Exemplar der sogenannten Sparkäfer, gebaut von 1967 bis 1973. Stoßstangen vom alten Modell und kleine Rückleuchten,
kennzeichnen den Willen zur automobilen Askese. Äußerlich gönnt Markus Diamant dem clementinfarbenen Wolfsburger eine optische Auffrischung. Die Modifikationen bleiben dezent im Hintergrund. Geringfügig breitere Räder und eine leichte Tieferlegung. Das war's. Den Sparkäfer hat man eben überwiegend für die Behörden, für Geschäfte und sagen wir eher für den gewerblichen Bereich noch hergestellt und für Leute, die eben das Auto haben wollten und auf die ganze Luxusausstattung im Wesentlichen verzichten konnten. Das war gerade in den Zeiten der Ölkrise dann doch noch ein gefragtes Auto. Ein simples Armaturenbrett aus Blech, ein Tacho. Das genügt dem Sparkäferpiloten. Sitze ohne Kopfstützen, gehüllt in strapazierfähiges Kunstleder, bieten wenig Seitenhalt. Ein spartanischer Dachhimmel, ansonsten viel unverkleidetes, nacktes Blech. Mit Luxusattributen konnte der Käfer nie punkten. Auch nicht mit Schnelligkeit, dafür aber mit seiner unbedingten Zuverlässigkeit. Mensch, nicht wie weg! Los, mach! Verflixte Mistkarren! Ich hab das schon 100-mal gesagt, du sollst einen VW Käfer nehmen. Da weiß man, was man hat. Da wäre man schon längst weg. Schnauze! Jetzt wirst du ja endlich in deinem geliebten Käfer gefahren. Der Käfer, dein Freund und Helfer. Ein Käfer als Fluchtwagen. Dieser Käfer wäre sicherlich gut geeignet. Mit dem 90 PS VW über Landstraßen zu räubern. Ein unbeschreiblicher Spaß. Schon in den 50ern beginnt die zarte Blüte des Käfertunings. Als Krönung gilt ein Porsche 356-Motor im Käferheck. Heute holen Spezialisten bis zu 200 PS aus den Vierzylinder-Boxeraggregaten. Fahrwerk und Bremsanlage müssen die Tuner natürlich entsprechend der Leistung anpassen. Das Basisaggregat für den Sportkäfer ist ein auf 1,8 Liter aufgebohrter Käfermotor mit ursprünglich 1,6 Liter Hubraum. 40er Weber Doppelvergaser sorgen für die nötige Spritversorgung. Das Ergebnis? Gesunde 90 PS. Gut versteckt im Käferheck offenbart sich die Power erst beim Anlassen. Das Auto ist natürlich in erster Linie ein großer Sympathieträger. Also die Reaktionen bei den meisten sind eigentlich sehr positiv. Während ich sagen muss, dass, sagen wir mal, bei denen, die dann auch mal im Stadtverkehr, im Ampel-GP sozusagen die Leistung ein bisschen mitkriegen, die finden es dann in erster Linie gar nicht so toll. Die sind überrascht bis fast genervt, würde ich sagen. Ne? Wer lässt sich schon gerne von einem unscheinbaren Sparkäfer verblasen? Als Käfertreter spürt man dagegen eine diebische Freude und genießt die verblüfften Gesichter. Billig kommt so ein Vergnügen aber nicht. Schnell versenkt man 20.000 € und mehr in ein vergleichbares Sportkäferprojekt. Der Fahrspaß dagegen einfach unbezahlbar.